Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein einfaches Rezept für leckere Hefeknoten bzw. Milchbrötchen in Knotenform. Dafür als erstes für den Teig einen halben Würfel frische Hefe, ca. 20 Gramm, in eine Rührschüssel bröseln, 50 Gramm Zucker sowie eine Prise Salz dazugeben, außerdem 275 Milliliter lauwarme Milch, 50 Gramm weiche Butter und zum Schluss noch 500 Gramm Weizenmehl dazugeben. Danach alle Zutaten mit einer Küchenmaschine oder einem Mixer mit Knethaken für 4 bis 5 Minuten zu einem glatten Teig verkneten. Den fertigen Teig anschließend auf eine leicht bemehlte Arbeitsfläche geben, von oben ebenfalls leicht bemehlen, nochmal kurz mit den Händen von außen nach innen ziehen, durchkneten, zu einer Kugel formen, die Teigkugel leicht flach drücken und jetzt mit einem Nudelholz weitermachen und den Teig etwa 1 cm dick auf die Größe von etwa 30 x 20 cm ausrollen. Wenn das erledigt ist, einen Pizzaschneider oder ein Messer hernehmen, den Teig in 12 ungefähr gleich große Streifen schneiden und die Teigstreifen anschließend zu kleinen Knoten formen. Die Enden könnt ihr entweder beide unter dem Brötchen verstecken oder ihr lasst ein Ende in der Mitte herausgucken und versteckt nur das andere Ende unter dem Brötchen, ganz wie ihr wollt. Alle geknoteten Brötchen danach mit etwas Abstand zueinander auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech setzen, mit einem Küchentuch abdecken und für 45 bis 60 Minuten ruhen lassen, bis sich das Teigvolumen deutlich vergrößert hat. Danach alle Brötchen noch mit etwas Eigelb einstreichen. Dafür habe ich einen Esslöffel Milch mit einem Eigelb verrührt. Alle Brötchen jetzt mit der Ei-Milch-Mischung rundherum einpinseln. Und so gehen die Knotenbrötchen in den vorgeheizten Backofen für ca. 15 Minuten bei 200 Grad Ober- und Unterhitze, bis die Brötchen eine schöne goldbraune Farbe angenommen haben. Die fertigen Hefeknoten dann aus dem Backofen holen, auf dem Backblech oder einem Gitter etwas abkühlen lassen und am besten noch warm servieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken. Bis zum nächsten Mal.